liebe Leute, wir melden uns zurück. Hier ist David von Musik Produktiv. Neben mir sitzt wie üblich der Nick von Zodiac, seines Zeichens Sänger und Gitarrist der Band. Und heute wollen wir euch mal zusammen den Engel Artist Verstärker vorstellen, und zwar in der 50 Watt Variante. Genau, allgemein vielleicht eine kurze Einführung. Der Verstärker fußt in seinem Design auf dem Blackmore, dem Engel Blackmore. Werden wahrscheinlich einige Gitarristen von euch auch kennen. Ne? Ein ziemlich cooler, sage ich mal, relativ traditionell gehaltener Verstärker. Und ich meine, irgendwie im Jahr 2005 oder so ist da ein bekannterer Gitarrist auf die Firma Engel zugegangen. Und das ging dann seines Zeichens auch wohl um einen Signature Amp, der dann so jedenfalls nicht das Licht der Welt erblickt hat, aber in Zusammenarbeit mit diesem Herren und ich meine auch mit ein paar anderen irgendwie hochkarätigen Gitarristen, wo der Amp mal hin und her geschickt wurde, ist dann letzten Endes nach langer Zeit dieser Verstärker hier entstanden. Genau. Allgemein ist das jetzt hier ein ziemlich puristischer Amp, der auch, ja, also einerseits wollte ich sagen durch den Aufbau, wir haben hier einen Zweikanaler, jeweils mit einem Boost, mit einem Gain Boost, also könnte man auch sagen so fast 4 Kanäle oder 4 Grundsounds, allerdings mit einer Klangregelung, die wir uns teilen. Also einerseits puristisch, sage ich mal, vom Aufbau und der Bedienung her, aber andererseits eben auch vom Ton, also möglichst viel Dynamik war da irgendwie auf jeden Fall ein Hauptanliegen und einen sehr puristischen Ton, also jetzt nicht mit irgendwie, keine Ahnung, 6 Kanälen und irgendwelche großen Verstärkermonster oder so, das jetzt hier nicht. Die Version hat jetzt im Gegensatz zu, ja, unser Laden hatte vorab auch so eine kleine Spezialauflage, bevor der Amp auf den Markt kam. An sich identisch, nur haben wir hier jetzt noch ein Noise Gate mit drin. Ja, weil das ist schon, wenn man möchte, auf jeden Fall ein ziemlich ruppiger Amp. Und ja, falls es dann doch mal anfängt zu koppeln oder so, kann man da ein bisschen gegensteuern. Genau, ansonsten würde ich sagen, wir hören einfach mal rein. Wir fangen irgendwie im Clean-Bereich an. Ich schalte noch mal kurz zurück. Das war gerade doch ein bisschen crunchy. Schau mal kurz noch. Bleibt so ziemlich clean. Ne? Ziemlich clean auf jeden Fall. Ziemlich dick und warm, würde ich sagen. Ne? Wir haben auf jeden Fall im Clean-Bereich jetzt noch so einen Bright-Schalter. Den können wir direkt mal aktivieren und du kannst vielleicht noch mal. Genau. Eben auch kurz den Bright-Schalter aktiviert gehabt. Daneben haben wir noch einen Shape. Der Bright greift logischerweise im Höhenbereich und bietet da nochmal so ein anderes Voicing. Auf jeden Fall ist er clean. Das kann man jetzt mal festhalten. Ne? Schön Ziemlich clean. Ja. Einfach ziemlich schön, würde ich sagen. Ne? Also. Ja, kann man machen. Ich will jetzt auch nicht sagen ungewohnt gut, ne? Das überhaupt nicht, aber auf jeden Fall gut. Ja. Wir können ja mal ein bisschen Dampf dazu geben. Ich drehe mal hier ich drehe gar nichts rein, ich aktiviere mal den Gain Switch. Klingt echt ziemlich amtlich, oder? Ja. Also, man muss da schon ordentlich reinhauen dann, Ja. um quasi die Zerrung zu kriegen. Das ist schon schön. Ne? Wollte ich auch sagen, spricht ja aber auch für den Dynamikbereich. Wir wechseln noch in den nächsten Kanal, oder? Direkt? Okay. Ja, ist glaube ich nicht verkehrt. Zählt jetzt schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, also muss wahrscheinlich ein bisschen weniger reinlangen. Gain haben wir jetzt noch moderat auf 12 Uhr gelassen, da haben wir jetzt gar nicht viel verändert. Ich habe jetzt einmal diesen Shape-Taster nochmal zwischendurch betätigt. Ich finde, da hat der M nochmal einen Satz nach vorn gemacht, das war eigentlich ganz cool.
Ja, ich finde auch, der klingt so ziemlich aufgeräumt, aber trotzdem, ne? Traditionell auf jeden Fall für einen Engel, würde ich sagen, im Ton. Ne? Also da merkt man auf jeden Fall auch, dass die L34 Röhren dem zugutekommen. Also natürlich Geschmackssache, aber unser Eins steht ja doch eher auf so britisch gevoicedere Amps. Ist schon ziemlich cool. Ja. Sonst vielleicht spielst du mal einen Riff und ich drehe mal ein bisschen irgendwann eine Knöpfe oder so. Okay. Mal gucken, was die Klangregelung so hergibt. Ja. Guter Rockton einfach, oder? Der Rock'n'Roll. Ja, macht Spaß. Ja. Wir können das direkt mal abfrühstücken und dann gehen wir mal noch mal einen weiter, irgendwie eine Schippe Gain drauf und vielleicht mal ein bisschen mehr. Bisschen abmeddeln. Abmeddeln. Sitzt das drin? Klingt ja schon so. Ja, da finde ich, das kann der sehr gut. Macht direkt Spaß, oder? Gain haben wir jetzt gerade auf 14 Uhr den Boost mit reingehauen. Genau. Was wolltest du sagen? Sorry. Ja, weil der so ziemlich aufgeräumt so im Allgemeinen klingt. Und natürlich, wenn du so viel Gain fährst, dann kommt das auch zugute. Also. Schon ziemlich geil. Ja. Aufgeräumt, da matscht jetzt irgendwie nichts. Ne? Also der macht jetzt auch nicht zu dicht von der Zerre. Ne? Ich meine, klar, wenn man es jetzt wirklich ausreizt bis zum Ende, das hatten wir gerade. So, klar wird es dann immer ein bisschen dichter, so, aber das ist dann halt auch echt Zerre bis zum Abwinken. Also als ich es gerade zwischendurch mal bis auf den Anschlag hatte, ne? Ist ja schon mehr, als man letzten Endes brauchen würde wahrscheinlich in der Realität. Ne? Aber bis dahin auf jeden Fall ein sehr, sehr schön artikulierter Rockton und auch darüber hinaus. Ne? Was man bei dem Shape Switch jetzt finde ich noch ganz gut hört, also mir persönlich, ist natürlich Geschmackssache, gefällt es jetzt mit aktiviertem Switch besser, weil da kommen auf jeden Fall ordentlich Midden und einfach nochmal so ein bisschen Schub dazu, habe ich das Gefühl, weil vorher, ich kann es nochmal eben rausnehmen, hat man so ein bisschen, finde ich, den typischeren Engel-Sound, so ein bisschen weniger Midden so. Oder? Also während ich spiele, kann ich natürlich schlecht vergleichen, natürlich. Schlecht vergleichen. Aber du kannst jetzt mal kurz einfach mal einen reinlangen. Ich finde, der Unterschied ist nicht gerade gering. So. Also das gefällt mir zum Beispiel mit Switch aktiviert jetzt deutlich besser. Ja, wie gesagt, dann würde er sich auch nochmal besser durchsetzen in einer Band, ja, oder auch auf Platte, wie auch immer. Ja. Das macht soweit Sinn. Genau, dass wir 2 Master Volumes haben, habe ich jetzt gar nicht groß erwähnt, aber man sieht es ja. Das ist natürlich auch eine sinnvolle, coole Sache für die Praxis, ne, wenn man jetzt irgendwie noch eine Solo-Lautstärke braucht oder ähnliches. Da sind wir eigentlich fast beim Stichwort. Wollen wir nochmal irgendwie ein, ich hau dir das Delay nochmal rein.
Und ich spiele auch gerade eine Les Paul, ne? Also wenn es matchen sollte, dann... Eigentlich mit der Gitarre. Ne? Das ist jetzt also auch schon echt cool. keine Metal-Axt oder irgendwie sonst was für eine geartete Gitarre mit modernen Pickups oder so. Das sind jetzt hier sehr, sehr, sehr... Ja, Vintage. Also mehr geht halt nicht, das ist jetzt auch eine Collector's Choice. Ja. Genau, da hast du absolut recht. Also wenn so eine Gitarre sich in so einem Bereich gut schlägt, dann kann man da auf jeden Fall ein Häkchen hintersetzen, würde ich sagen. Ja. Aber wo wir schon mal dabei sind, vielleicht doch nochmal irgendwie Single-Coil-Sounds, um das nochmal zu vervollständigen. Und ich würde sagen, dann haben wir es auch gleich. Und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Wir melden uns zurück. Nick hat jetzt eine ganz schöne Telecaster auf dem Schoß und wir zeigen mal ein paar Single-Coil-Sounds. Die Bruce Springsteen. Blues Springsteen? The Blues? Bruce Springsteen. Ja, merkt man auf jeden Fall direkt ein bisschen weniger Output. Ne? Ja. Ich glaube, da regle ich mal ein bisschen nach. Das sieht ganz gut aus. Ja. Klingt auch gut, ne? Ja. Und matscht natürlich noch weniger, ne? Jetzt noch mal direkt. Ich schalte mal direkt wieder einen dazu. Ein bisschen Drag rein. Wir gehen mal in echt verhältnismäßig traditionell, finde ich. Ne? Also unerwartet fast schon, möchte ich sagen, für so eine Firma. Aber ja, tierisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ich drehe mal das Gain einfach ein bisschen hoch. Wir sind jetzt, wie gesagt, im zweiten Kanal ohne Boost. War jetzt gerade bei knapp über 12 Uhr. Ich regle das jetzt einfach mal ein bisschen nach. Uns hier jetzt nur am Angrinsen sind, dann ist das immer schon ein gutes Zeugnis irgendwie, dass das hier im Raum auch klingt. Ja. Deshalb muss man auch gar nicht viel kommentieren. Soll man noch ein Delay vielleicht reinhauen? Ja, mach mal, oder? Okay, dann würde ich sagen, um das nochmal abzuschließen, zweiter Kanal mit Gain Boost rein und einfach mal auf Anschlag. Und das Delay nochmal kurz raus. Sehr geil. Ich würde sagen, man soll eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Heute mal ein bisschen weniger Geplapper, deutlich mehr Gespiele. Ja. Sehr gut. Ich glaube, im ersten Eindruck haben wir euch damit, oder Nick vor allem, gut vermittelt. Na, am besten empfiehlt es sich natürlich, kommt vorbei bei uns hier in Ebenbüren im Hauptgeschäft, in den Verstärker hier unseren Artist Edition von Engel selbst auszuprobieren. Ihr könnt natürlich auch bei uns im Online-Shop vorbeischauen. Ja, ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Bis zum nächsten Mal. Cooler Amp. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.